Liebe Wahrheitssuchende weltweit, diesmal möchte ich einfach ein Video machen über meinen Werdegang jetzt auf YouTube und wie ich letztendlich meine Videos angepasst habe. Viele von euch fanden meine Videos gut, ein bisschen kryptischer. Ich werde mehr und mehr halt Artikel vorlesen, die schon im Internet vorhanden sind, über Whistleblower, über alternative Geschichtsschreibung, über letztendlich alles, was der Wahrheit unterstützt. Man kann die gesamte Wahrheit nicht erzählen online, sonst wird man letztendlich zensiert oder schlimmer, man wird verfolgt. Es gibt in Deutschland politische Gefangene, nur die wenigsten wissen davon. Solange ihr hier noch vor dem TV sitzt und glaubt, alles ist in Ordnung, wird sich nichts ändern. Es muss letztendlich eine Bewusstseinsänderung herbeitreten weltweit, vor dass wir letztendlich diese Welt zum Besseren ändern können. Wenn die Menschen nicht wissen, dass es bessere Systeme gibt, Wirtschaftssysteme, ohne die Zentralbank, ohne das Fiat-Geld, ohne den Zinseszins, dann glauben die Menschen, Wirtschaftskrisen sind normal und dass sehr viele Arbeitslose ganz normal sind, weil die Nachfrage nicht garantiert ist. Die Leute müssen erwachen, müssen herausfinden, dass es andere Systeme gibt, nachhaltige Systeme, Systeme, wo letztendlich die Technologie nicht unterdrückt wird weltweit. Das heißt, hätten wir Nikola Tesla all seine Technologien vor 100 Jahren bauen können, dann wären wir in der sogenannten Nikola Tesla Zeitlinie, hätten wir Weltraumschiffe, um zu den Sternen zu fliegen, und wären wir schon eine weltraumfahrende Zivilisation. Die wahren Machthaber wollen nicht, dass wir diese Technologie besitzen. Sie erlauben uns nur Technologie zu besitzen, die abhängig macht. Das heißt, die Technologie zum Beispiel von Dieselmotor oder Benzinmotor. Das macht alles abhängig, weil wir Benzin benötigen oder Diesel benötigen, um diese Motoren anzutreiben. Nikola Tesla hat damals schon in 1890 seinen Nullpunktgenerator gebaut und auf diesen Nullpunktgenerator ein Auto aufgebaut, sodass er letztendlich durch die Gegend fahren konnte. Die Technologie ist alt, aber die wahren Machthaber wollen nicht, dass wir diese Technologie besitzen, sonst wären wir autark oder selbstständig. Also die Elite erwartet weltweit einen Volksaufstand. In China gibt es schon einige Volksaufstände. Es wird aber immer wieder unterdrückt. Es gibt sehr viele Leute, die letztendlich auch protestieren wollen in China, haben aber nie die Möglichkeit dazu. Und hier im Westen haben wir herausgefunden, dass Protestieren eigentlich nicht hilft. Die Elite findet es toll, wenn wir Energie daran verschwenden, einfach zu protestieren, weil wenn sie die Kamera nicht drauf halten, der Massenmedien, weiß keiner, dass letztendlich da draußen einer protestiert. Es ist besser, Volksaufklärung durchzuführen auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, als auf der Straße letztendlich zu protestieren. Außer man ist jetzt wirklich solidarisch mit einem politischen Gefangenen, zum Beispiel wie Ursula Haberbeck, die im Gefängnis drin sitzt, dann kann man schon draußen solidarisch stehen und protestieren. In Theorie kann hier vor 10 Kilometern von Bad Bentheim eine UFO-Landung stattfinden und keiner weiß es Bescheid, weil keine Aufnahmen gemacht werden. Es passiert andauernd. Die Welt ist riesig. Wir sehen nicht alles und das ist reger Verkehr. In manchen Basen in Südamerika ist so viel Verkehr wie in unseren großen Flughäfen. Also es ist wahrhaftig so, dass es weltraumfahrende Zivilisationen gibt. Auf unserer Erde, in unserer Erde, Nagata, die dritte Macht, die nordischen Außerirdischen, die Reptilianer. Die Erde ist hohl. Leute fragen von der flachen Erde-Theorie, wie ist es denn möglich, dass wenn die Erde sich so schnell dreht, dass sie nicht auseinanderfliegt? Und das ist ganz einfach. Während der Entstehungsphase der Erde erreicht die Erde ein Gleichgewicht. Und das ist ein Hohlkörper. Und wenn dieser Gleichgewicht erreicht wird, in Kombination mit der Tatsache, dass die Erde ihr eigenes Schwerkraftfeld erzeugt, so ähnlich wie die Haunobus oder die Flugscheiben. Das heißt, die Fliehkräfte sind innerhalb dieses Schwerkraftfeldes nicht vorhanden. Das heißt, die Erde dreht sich mit 1000 Stundenkilometer am Äquator, aber weil diese Fliehkräfte durch die Schwerkraftfeld der Erde nullifiziert werden, spüren wir diese Bewegung nicht. Das ist die Erklärung, warum wir letztendlich die Fliehkräfte der Erde nicht spüren, wenn sie sich dreht. Wir sind im Schwerkraftfeld der Erde und gleichzeitig, so ähnlich wie der Haunubu, erzeugt sein eigenes Universum oder Raum, also Raumzeitgefüge. Und innerhalb dieses Raumzeitgefüges sind die Fliehkräfte von außen
nicht spürbar. Das heißt, auch wenn die Erde sich unglaublich schnell dreht um die Sonne, spürt man das hier auf der Erde nicht, weil die Fliehkräfte werden nullifiziert. Die Erde ist hohl, nicht flach, nicht voller Magma. Die Erde ist hohl. Viele Grüße aus Deutschland und tschüss.